Lektion 1: Work-Life Balance. Guten Morgen, Anna. Wie schaffst du es heutzutage, Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen? Hallo John, es ist ein bisschen herausfordernd, aber ich finde Wege, es zum Laufen zu bringen. Bitte. Ich versuche, klare Grenzen zu setzen. Ich schalte Arbeitsbenachrichtigungen außerhalb der Geschäftszeiten aus. Das ist klug. Ich habe begonnen, Zeit für mich in meinem Kalender einzuplanen. Es hilft mir, neue Energie zu tanken. Tolle Idee. Was machst du während deiner Ich-Zeit? Ich lese gerne oder gehe gerne spazieren. Das ist erfrischend. Wie verbringen Sie Ihre Auszeit? Ich schaue gerne Dokumentationen. Sie sind unterhaltsam und informativ zugleich. Das klingt interessant. Ich sollte mir ein paar Dokumentarfilme ansehen. Irgendwelche Empfehlungen? Ich habe kürzlich einen Film über die Erforschung des Weltraums gesehen. Es war umwerfend. Lektion 2: Lieblingsküche. Hi Anna, was ist deine Lieblingsküche? Hallo John, oh, ich liebe alles Scharfe. Mexikanisches Essen ist mein Favorit. Bitte. Ich bin ein großer Fan der italienischen Küche. Nudelgerichte sind einfach das Beste. Italienisches Essen ist köstlich. Haben Sie ein Lieblingspastagericht? Ich liebe Spaghetti Carbonara. Die cremige Soße ist unwiderstehlich. Was ist Ihr mexikanisches Lieblingsgericht? Tacos, auf jeden Fall. Ich liebe es, viel Salsa und Guacamole hinzuzufügen. Klingt lecker. Haben Sie jemals versucht, sie zu Hause zuzubereiten? Ja, das habe ich. Es macht Spaß, mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren. Kochen Sie italienisches Essen. Ich tue. Ich mache gerne hausgemachte Pizza mit frischen Belegen. Das klingt erstaunlich. Wir sollten einen Kochabend veranstalten und unsere Rezepte teilen. Tolle Idee. Es würde Spaß machen, gemeinsam verschiedene Küchen zu erkunden. Lektion 3: Gespräche über die Autopflege. Hallo Anna, schön zu hören, dass du dein Auto repariert hast. Zu welchem Mechaniker warst du? Hallo John, ich war bei Davis Auto Repair. Sie haben einen fantastischen Job gemacht. Das ist großartig. Welche Probleme hatten Sie mit Ihrem Auto? Die Bremsen machten ein seltsames Geräusch und sie haben das Problem schnell behoben. Ich hasse es, wenn das passiert. Haben Sie erklärt, was los war? Ja, sie sagten, es sei nur eine geringfügige Anpassung gewesen. Es ist schön, vertrauenswürdige Mechaniker zu haben. Absolut. Ich suche immer nach Empfehlungen. Haben Sie jemals eine schlechte Erfahrung gemacht? Einmal ging ich zu einem Geschäft, das mir für einfache Reparaturen zu viel berechnete. Das ist frustrierend. Ich vergleiche immer die Preise, bevor ich eine Entscheidung treffe. Lektion 4: Vorausplanen. Hallo Anna, wie wäre es mit einem Treffen um 13 Uhr? Das sollte uns genügend Zeit geben, uns vorzubereiten. Hallo John, 13 Uhr hört sich toll an. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Wir müssen unsere Präsentation für das Treffen fertigstellen. Hast du deinen Teil bekommen? Ja, ich habe meine Folien entworfen. Ich muss sie nur aufpolieren. Was ist mit deinem
Ich bin auch fast fertig. Ich muss nur noch ein paar visuelle Elemente hinzufügen. Meinst du, wir sollten zusammen üben? Definitiv. Durch das Üben fühlen wir uns sicherer. Wo sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit dem Café die Straße runter? Es ist ruhig und es gibt guten Kaffee. Perfekt. Ich kann meinen Laptop mitbringen. Sollen wir uns etwas früher treffen, um etwas zu trinken? Sicher. Dann streben wir 12:30 Uhr an. Das gibt uns Zeit, uns einzugewöhnen. Lektion 5. Schulalltag. Morgen Anna, wie sieht deine Morgenroutine vor der Schule aus? Hallo John, ich ziehe mich an und frühstücke schnell. Bitte. Normalerweise nehme ich den Schulbus nach dem Frühstück. Es ist immer ein Ansturm. Ich fahre mit meinem Bruder zur Schule. Wir unterhalten uns über unsere Kurse. Was studierst du? In meiner Klasse haben wir Mathematik und Naturwissenschaften. Mathe ist herausfordernd, aber interessant. Ich mag auch Wissenschaft. In diesem Semester lernen wir etwas über Ökosysteme. Das klingt faszinierend. Hast du Lieblingsthemen in der Schule? Ich liebe Geschichte. Es ist so spannend, etwas über die Vergangenheit zu lernen. Was ist mit dir? Ich mag Literatur. Das Lesen verschiedener Geschichten eröffnet neue Welten. Lektion 6. Entfliehen Sie dem Alltag. Hi Anna, ich brauche wirklich eine Pause von der Hektik. Hallo John, ich verstehe vollkommen. Ich möchte an einen Ort fliehen, an dem es friedlich ist. Genau. An was für einen Ort denken Sie? Irgendwo mit der Natur, vielleicht eine Hütte am See. Hilfe. Ich würde ein Strandziel lieben. Das Rauschen der Wellen ist so beruhigend. Das klingt perfekt. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich denke an eine kleine Insel. Es wäre schön, für eine Weile abzuschalten. Ich stimme zu. Eine digitale Entgiftung könnte wirklich dabei helfen, unseren Geist wieder aufzuladen. Definitiv. Wir sollten eines Tages einen gemeinsamen Ausflug planen. Es würde so viel Spaß machen. Lektion 7. Einkaufen für Abenteuer. Hi Anna, ich kann es kaum erwarten, einkaufen zu gehen und mich auf unser Abenteuer vorzubereiten. Hallo John, ich auch. Was planen Sie zu kaufen? Ich brauche neue Wanderschuhe und einen Rucksack. Was ist mit dir? Ich suche eine Kamera, um all die schönen Momente festzuhalten. Tolle Idee. Haben Sie ein bestimmtes Modell im Sinn? Ich denke über ein kompaktes Gerät nach, das leicht zu tragen ist. Haben Sie in irgendwelchen Geschäften nachgeschaut? Ja, ich habe einen Laden gefunden, der gute Bewertungen hat. Wir sollten zusammengehen. Klingt lustig. Wir können Preise vergleichen und uns gegenseitig bei der Auswahl helfen. Genau. Außerdem macht es immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen. Tja, lassen Sie uns eine Liste mit allem erstellen, was wir brauchen, bevor wir gehen. Guter Plan. So vergessen wir nichts Wichtiges. Lektion 8. Aktivitäten planen. Hallo Anna, ich wollte auf unsere Pläne hinweisen.
Haben wir an der Rezeption einen Terminplan für Ihre Veranstaltung? Hallo John, ja, ich habe es vorhin überprüft. Sie haben alles organisiert. Das ist großartig. Um wie viel Uhr beginnt die erste Aktivität? Es beginnt um 10 Uhr. Wir sollten etwas früher ankommen, um uns einzurichten. Vereinbart. Ich bin gerne pünktlich. Auf welche Aktivitäten freuen Sie sich? Ich bin gespannt auf den Workshop zum Thema Fotografie. Was ist mit dir? Ich kann die Wanderung kaum erwarten. Neue Wege zu erkunden ist immer spannend. Ja, das ist es. Und die Landschaft wird für Ihre Fotografie fantastisch sein. Definitiv. Stellen wir sicher, dass wir am Abend zuvor unsere gesamte Ausrüstung bereit haben. Lektion 9: Forschungskompetenzen. Hallo Anna, wie können wir in unseren Kursen zu aktiven und effektiven Forschern werden? Hallo John, ich denke, es beginnt damit, die richtigen Fragen zu stellen. Was denken Sie? Absolut. Das Stellen klarer Fragen führt zu besseren Forschungsergebnissen. Außerdem ist die Verwendung zuverlässiger Quellen von entscheidender Bedeutung. Wir müssen die Informationen, die wir finden, auswerten. Rechts. Es ist wichtig, zwischen glaubwürdigen und nicht glaubwürdigen Quellen zu unterscheiden. Haben Sie Tipps für den Umgang mit schwierigen Fragen von Studierenden? Bei der Beantwortung schwieriger Fragen plane ich, ruhig zu bleiben und nachzudenken, bevor ich antworte. Das ist eine gute Strategie. Wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, können wir eine durchdachte Antwort geben. Ja, und es zeigt den Schülern, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Ja, die Förderung kritischen Denkens ist der Schlüssel zu effektivem Lernen. Lassen Sie uns diese Ideen in unsere nächste Lektion integrieren. Lektion 10: Herausforderungen im Klassenzimmer bewältigen. Hallo Anna, was denkst du über die Bewältigung von Herausforderungen im Klassenzimmer? Hallo John, es ist auf jeden Fall wichtig, Strategien zu haben. Was schlagen Sie vor? Ich glaube, dass der Aufbau starker Beziehungen zu den Studierenden hilfreich sein kann. Sie müssen sich wohlfühlen. Syluf, wenn Schüler uns vertrauen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich engagieren. Ich denke auch, dass es entscheidend ist, von Anfang an klare Erwartungen zu setzen. Ja, das hilft, eine strukturierte Umgebung zu schaffen. Wie gehen Sie mit Störungen um? Bei Störungen versuche ich, sie ruhig anzugehen und den Fokus neu zu lenken. Das ist ein kluger Ansatz. Gelassenheit ist ein gutes Beispiel. Genau. Ich glaube daran, positives Verhalten zu fördern. Was ist mit schwierigen Themen? Ich finde es hilfreich, einen sicheren Raum für Diskussionen zu schaffen. Es fördert Offenheit. Toller Punkt. Teilen wir diese Techniken auch mit unseren Kollegen. Lektion 11: Globale Probleme. Hallo Anna, es ist alarmierend, wie Sie den Fanatismus des Terrors schüren und das Leben von Millionen Menschen in zersplitterten Nationen auf der ganzen Welt quälen. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Es ist herzzerreißend, die Auswirkungen auf unschuldige Menschen zu sehen. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für diese Art von Extremismus? Ich glaube, dass mangelnde Bildung und mangelnde Chancen eine große Rolle spielen. Aus Verzweiflung wenden sich Menschen oft an radikale Gruppen. Das macht Sinn.
Der Zugang zu Bildung kann Einzelpersonen stärken und ihnen helfen, bessere Wege zu finden. Genau, die Förderung von Frieden und Verständnis ist von wesentlicher Bedeutung. Haben Sie Artikel über Initiativen gelesen, die in diesem Bereich helfen? Ja, ich habe von Gemeinschaftsprogrammen gelesen, die sich auf das Engagement junger Menschen konzentrieren. Ihr Ziel ist es, Alternativen zur Gewalt anzubieten. Diese Initiativen sind lebenswichtig. Es ist ermutigend zu sehen, dass Anstrengungen unternommen werden. Was können Ihrer Meinung nach Einzelpersonen tun, um zu helfen? Die Sensibilisierung und die Unterstützung von Organisationen, die den Frieden fördern, können einen Unterschied machen. Jedes kleine bisschen zählt. Absolut. Kollektives Handeln kann zu erheblichen Veränderungen in unseren Gemeinschaften und darüber hinaus führen. Lektion 12. Tipps für Anfänger. Morgen Anna, das ist beeindruckend. Irgendwelche Tipps für Anfänger, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten? Hallo John, sicher. Übe regelmäßig und habe Geduld mit dir. Fortschritt braucht Zeit. Toller Rat. Wie oft empfehlen Sie das Üben? Im Idealfall hilft tägliches Üben dabei, Konsistenz aufzubauen. Auch kurze Sitzungen können effektiv sein. Das ist machbar. Wie wäre es mit dem Setzen von Zielen? Das Setzen kleiner, erreichbarer Ziele hält sie motiviert. Es ist lohnend, Fortschritte zu sehen. Die Idee gefällt mir. Haben Sie konkrete Ziele, an denen Sie arbeiten? Ich konzentriere mich darauf, meine Schreibfähigkeiten zu verbessern. Ich versuche jeden Tag ein wenig zu schreiben. Das ist ein fantastisches Ziel. Ich sollte etwas Ähnliches tun, um meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Definitiv. Auch das Teilen ihrer Arbeit mit anderen kann wertvolles Feedback liefern. Das werde ich mir merken. Die Ermutigung durch Gleichaltrige kann wirklich motivierend sein. Lektion 13. Verhandlungsstrategien. Hallo Anna, es ist von entscheidender Bedeutung, ein positives Umfeld für unsere Verhandlungen zu schaffen. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Eine gute Atmosphäre kann zu produktiveren Diskussionen führen. Was sind Ihrer Meinung nach einige Schlüsselelemente eines positiven Umfelds? Aktives Zuhören und Respekt sind unerlässlich. Jeder soll sich gehört und wertgeschätzt fühlen. Genau, auch ein ruhiges Auftreten kann dazu beitragen, Spannungen abzubauen. Da- Es ist wichtig, sich auf Lösungen und nicht auf Probleme zu konzentrieren. Vereinbart. Durch die Befolgung dieser Grundsätze können wir einen erfolgreicheren Verhandlungsprozess sicherstellen. Definitiv. Ich denke, dass die Schaffung einer gemeinsamen Basis auch unsere Position stärken kann. Das ist ein toller Punkt. Das Finden gemeinsamer Interessen kann die Zusammenarbeit fördern. Lektion 14. Historische Perspektiven. Hallo Anna, hast du jemals über das Bild der Menschen nachgedacht, die am Mississippi lebten und arbeiteten? Hallo John, ja, es ist faszinierend, über ihr tägliches Leben und ihre Kämpfe nachzudenken. Was fällt Ihnen auf? Die Widerstandsfähigkeit und der Geist der Gemeinschaften sind beeindruckend. Sie standen vor vielen Herausforderungen, waren aber weiterhin erfolgreich. Zuruf. Der Fluss war für Sie sowohl eine Ressource als auch eine Herausforderung. Wie hat es Ihre Kultur geprägt?
Es beeinflusste ihre Wirtschaft und Lebensweise und verband sie mit Handel und Reisen. Definitiv. Auch Musik, Essen und Tradition spiegeln die reiche Geschichte der Region wider. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sich diese Elemente im Laufe der Zeit entwickelt haben. Doch die Erforschung der lokalen Geschichte kann so wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen liefern. Planen wir, ein paar Bücher darüber zu lesen oder Dokumentationen anzuschauen. Lektion 15, also Logistik. Hallo Anna, wenn du die Landschaft erkunden möchtest, kannst du mit dem Bus oder der Bahn in die nächste Stadt fahren und dann ein Auto mieten, um dich fortzubewegen. Hallo John, das klingt nach einem tollen Plan. Wie lange dauert die Fahrt mit dem Bus in die Stadt? Normalerweise dauert es etwa 2 Stunden. Die Landschaft unterwegs ist wunderschön. Fisch. Ein Auto zu mieten gibt Ihnen mehr Flexibilität. Wissen Sie, welche Vermietungsfirmen es gibt? Ja, am Bahnhof gibt es einige Möglichkeiten. Besonders in der Hochsaison empfiehlt es sich, im Voraus zu buchen. Gute Idee. Das Erkunden möchte ich mir nicht entgehen lassen. Welche Orte empfehlen Sie zu besuchen? In der Nähe gibt es einige atemberaubende Nationalparks und charmante kleine Dörfer zu entdecken. Das klingt perfekt. Ich liebe es, in die Natur und die lokale Kultur einzutauchen. Ich auch. Wir sollten unsere Reiseroute gemeinsam planen, um das Beste aus der Reise zu machen. Lektion 16. Managementstrategien. Guten Morgen, Anna. Ich habe über effektive Management-Strategien nachgedacht. Haben Sie Ideen? Hallo John, ja. Eine wichtige Strategie besteht darin, das Team in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Es steigert die Moral. Vereinbart. Die Stärkung der Mitarbeiter kann zu besseren Ergebnissen führen. Wie wäre es, dies mit unserem Team zu besprechen? Das ist eine tolle Idee. Das Sammeln ihrer Beiträge kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Welche Themen sollten wir in unserer Diskussion behandeln? Wir könnten uns gemeinsam auf aktuelle Herausforderungen konzentrieren und Lösungsansätze erarbeiten. Perfekt. Auf diese Weise fühlt sich jeder einbezogen und in den Prozess eingebunden. Ja, darüber hinaus fördert es die Zusammenarbeit und stärkt die Teamdynamik. Ich freue mich darauf zu sehen, wie diese Strategien unseren Arbeitsablauf verbessern werden. Lektion 17. Achtsamkeitsübungen. Hallo Anna, hast du jemals versucht, jeden Tag mit ein paar Minuten Achtsamkeit zu beginnen? Hallo John, ja, es ist eine großartige Möglichkeit, den Einstieg in die Praxis zu erleichtern. Worauf konzentrieren Sie sich? Ich konzentriere mich gerne auf die Atmung. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Das ist ein guter Ansatz. Ich finde es hilfreich, jeden Tag eine bestimmte Zeit für Achtsamkeit festzulegen. Definitiv. Konsistenz erleichtert die Entwicklung der Gewohnheit. Wie lange üben Sie normalerweise? Ich beginne mit 5 Minuten und steigere es schrittweise. Was ist mit dir? Ich habe mit nur 3 Minuten angefangen und strebe jetzt 10 an. Es ist erstaunlich, wie viel es hilft. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns Tipps geben, wie Sie in unserer Praxis motiviert bleiben. Lektion 18. Wachstumspotenzial. Guten Morgen, Anna. Haben Sie darüber nachgedacht,
wie wir unser Wachstumspotenzial im bevorstehenden Meeting hervorheben können? Hallo John, auf jeden Fall. Ich denke, dass es hilfreich sein wird, unsere Erfolge zu präsentieren. Vereinbart. Ich werde unsere Expansionspläne und die positiven Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft erwähnen. Das ist ein toller Punkt. Das Hervorheben unserer Erfolgsgeschichten kann Vertrauen schaffen. Genau. Wir sollten auch zukünftige Ziele besprechen und wie wir sie erreichen wollen. Da die Festlegung klarer Ziele zeigt unser Engagement für Wachstum. Ich glaube, das wird bei unserem Publikum gut ankommen. Zuruf. Bereiten wir einige visuelle Elemente zur Unterstützung unserer Präsentation vor. Gute Idee. Visuelle Darstellungen können unsere Argumente überzeugender und einprägsamer machen. Lektion 19. Berufsqualifikationen. Hallo Anna, findest du es fair, einen Job zu machen, obwohl andere Leute viel besser für diesen Job qualifiziert wären? Hallo John, das ist eine schwierige Frage. Manchmal geht es doch darum, Erfahrungen zu sammeln oder Wahr. Ich denke, jeder hat eine Chance verdient, sich zu beweisen, auch wenn er nicht der Beste ist. ja. Außerdem können unterschiedliche Perspektiven neue Ideen hervorbringen. Ja, natürlich wollen wir alle unserem Team zum Erfolg verhelfen. Es geht um Zusammenarbeit. Ich stimme zu. Die Förderung weniger erfahrener Mitglieder kann zu Wachstum für alle Beteiligten führen. Waren Sie schon einmal in der Situation, dass Sie aufsteigen mussten, obwohl Sie sich unterqualifiziert fühlten? Ja, auf jeden Fall. Es war eine Herausforderung, aber ich habe viel gelernt. Bitte. Ebenfalls. Es hat mich dazu gebracht, Fähigkeiten zu entwickeln, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Lektion 20. Sicherheitskontrollpunkte. Hallo Anna, hast du die neue Sicherheitskontrolle am Eingang gesehen? Hallo John, ja, es ist ziemlich auffällig. Glauben Sie, dass es die Sicherheit verbessert? Absolut. Es ist wichtig, die Sicherheit aller an öffentlichen Orten zu gewährleisten. Ich stimme zu. Es kann jedoch unbequem sein. Haben Sie lange Schlangen erlebt? Ja, das habe ich. Aber ich denke, es ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Was denken Sie? Ich denke, es ist eine gute Balance zwischen Sicherheit und Komfort. Rechts. Es ist wichtig, sich sicher zu fühlen und gleichzeitig Orte leicht erreichen zu können. Ja, vielleicht können Sie den Prozess verbessern, um Wartezeiten zu minimieren. Das wäre ideal. Effiziente Sicherheit kann für jeden einen großen Unterschied machen. Lektion 21. Aktuelle Ereignisse. Guten Morgen, Anna. Hast du von den jüngsten Protesten in unserer Stadt gehört? Hi John, ja, es war überall in den Nachrichten. Was denkst du über sie? Ich finde es wichtig, dass die Leute ihre Meinung äußern. Proteste können Veränderungen bewirken. Hilf. Es ist eine Möglichkeit für die Gemeinschaft, ihre Bedenken zu äußern. Wissen Sie, gegen welche konkreten Themen Sie protestieren? Ich glaube, es geht vor allem um soziale Gerechtigkeit und Umweltpolitik. Das sind kritische Themen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen für eine Sache zusammenkommen.
Ja, die Einheit in einer Gemeinschaft kann mächtig sein. Haben Sie schon einmal über eine Teilnahme nachgedacht? Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich denke darüber nach. Es könnte eine gute Lernerfahrung sein. Lektion 22 Resortenserien. Hallo Anna, welche wichtigen Dinge vergisst du nie, wenn du für eine Reise packst? Hallo John, definitiv ein tragbares Ladegerät. Es ist ein Lebensretter auf Reisen. Tolle Idee. Wie wäre es mit einem Nackenkissen für Komfort auf langen Reisen? Hilf. Bei Flügen oder Autofahrten macht ein Nackenkissen einen großen Unterschied. Welche anderen Artikel sind Ihrer Meinung nach ein Muss? Ich packe immer eine wiederverwendbare Wasserflasche ein. Es ist so wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Guter Anruf. Auch auf längeren Reisen sind Snacks unerlässlich. Was ist Ihr liebster Reisesnack? Ich liebe Studentempfter. Es ist gesund und leicht zu tragen. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Müsli-Riegel. Sie sind schnell und geben mir Energie, wenn ich sie brauche. Lektion 23 Gliedverbindungen. Hallo Anna, haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, eine positive Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten? Auf jeden Fall, John. Es kann wirklich über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Beziehung? Ich glaube, dass Kommunikation unerlässlich ist. Indem wir unsere Kunden auf dem Laufenden halten, zeigen wir, dass wir ihre Zeit schätzen. Das stimmt. Regelmäßige Updates können Missverständnissen vorbeugen. Wie oft sollten wir Ihrer Meinung nach Kontakt aufnehmen? Ich würde sagen, mindestens einmal pro Woche, abhängig vom Tempo des Projekts. Wie sieht es mit der Bearbeitung von Beschwerden aus? Eine schnelle Bearbeitung von Beschwerden ist von entscheidender Bedeutung. Es zeigt, dass uns Ihre Erfahrung am Herzen liegt. Was ist Ihr Ansatz? Ich versuche zuerst zuzuhören und dann Lösungen anzubieten. Es ist wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Vielleicht Empathie spielt eine große Rolle. Denken Sie, wir sollten unsere Interaktionen personalisieren. Definitiv. Ihren Namen zu verwenden und sich Details zu merken, macht einen großen Unterschied. Es, es verleiht eine persönliche Note. Haben Sie schon einmal Folgebefragungen durchgeführt? Ja, diese können wertvolles Feedback geben. Es hilft uns auch, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Tja, durch die Einbindung vom Kunden nach dem Projekt kann die Beziehung stark bleiben. Wie gehen Sie normalerweise nach? Ich sende eine Dankes-E-Mail und frage Sie nach Ihrer Meinung zu unserer Arbeit. Es öffnet die Tür für zukünftige Projekte. Lektion 24 Lokale Köstlichkeiten. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen lokalen Gerichte probiert? Ja, ich hatte gestern die tollsten Tacos. Was ist mit dir? Ich habe einen fantastischen Sushi-Laden entdeckt. Es gab so frischen Fisch. Thank Köstlich. Ich liebe es, wie die lokale Küche die Kultur widerspiegelt. Was sollten wir Ihrer Meinung nach als nächstes versuchen? Wie wäre es mit etwas Streetfood? Es ist oft das Authentischste. Tolle. Straßenverkäufer haben normalerweise einzigartige Rezepte. Haben Sie Favoriten? Ich mag Banh-Mi-Sandwiches wirklich. Die Geschmackskombination, ist unglaublich.
Ich habe gehört, dass sie großartig sind. Ich würde gerne eines ausprobieren. Was gefällt Ihnen am lokalen Essen am besten? Ich denke, es ist das Erlebnis. Dort zu essen, wo die Einheimischen essen, macht immer Spaß. Tja, und es fühlt sich stärker mit der Gemeinschaft verbunden an. Haben Sie Desserts probiert? Oh, absolut. Das lokale Gebäck hier ist himmlisch. Ich bin auch ein großer Fan von Desserts. Wir sollten bald eine Foodtour organisieren. Das klingt nach einem köstlichen Plan. Es ist immer spannend, neue Geschmäcker zu entdecken. Lektion 25: Tropische Abenteuer. Hallo Anna, hast du schon einmal über einen tropischen Urlaub nachgedacht? Ja, ich liebe die Idee. Strände und Natur sind so erfrischend. Irgendwelche konkreten Empfehlungen? Wenn Sie Strände lieben, ist Hawaii atemberaubend. Die Landschaft ist atemberaubend. Ich wollte schon immer mal vorbeischauen. Welche Aktivitäten empfehlen Sie dort? Schnorcheln ist ein Muss. Das Meeresleben ist lebendig und vielfältig. Das klingt erstaunlich. Ich genieße auch Wassersport. Wie wäre es mit Wandern? Absolut. Es gibt wunderschöne Wanderwege mit unglaublichen Aussichten. Ich würde gerne die Wasserfälle erkunden. Haben Sie einen Lieblingswanderplatz? Der Kalalau Trail ist unvergesslich. Es ist eine Herausforderung, aber jeden Schritt wert. Klingt nach einem Abenteuer. Wie wäre es mit lokaler Küche, während wir dort sind? Probieren Sie unbedingt die Pokeballs. Sie sind frisch und voller Geschmack. Wäre, ich kann es kaum erwarten, auch die lokale Kultur kennenzulernen. Das ist das Beste daran, in den lokalen Lebensstil einzutauchen. Lektion 26: Kulinarische Erlebnisse. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit neue Küchen entdeckt? Ja, ich habe fantastisches indisches Essen probiert. Die Gewürze waren unglaublich. Die indische Küche ist voller Aromen. Ich liebe die Vielfalt. Welche Gerichte haben Sie probiert? Ich hatte Butterhuhn und Knoblauchnaan. Sie waren köstlich. Tolle Auswahl. Ich probiere gerne verschiedene regionale Gerichte. Empfehlen Sie weitere Küchen? Auch das thailändische Essen ist fantastisch. Die Balance zwischen süß und würzig ist perfekt. Ich stimme zu. Was ist Ihr liebstes thailändisches Gericht? Ich liebe Pad Thai wirklich. Es ist so befriedigend. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von grünem Curry. Es ist reichhaltig und aromatisch. Wir sollten unbedingt versuchen, einige dieser Gerichte gemeinsam zu kochen. Das würde Spaß machen. Kochen kann eine großartige Möglichkeit sein, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Zuf. Außerdem können wir die Ergebnisse gemeinsam genießen. Was sollten wir Ihrer Meinung nach noch erkunden? Vielleicht ein Food Festival? Es ist eine großartige Möglichkeit, viele Geschmacksrichtungen gleichzeitig zu probieren.